Ich will sie mit den kleinen Nägeln fixieren, sage ich mal. Klar, das geht bei der in den Körper rein, ist mir aber ganz egal. Hallo liebe Zuschauer. Nach Ausstrahlung dieses Filmes hatte ich einige Diskussionen im Netz. Ich verlinke hier nochmal den Film. Ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Es war mir ja offensichtlich egal, wenn der Schlange was zustößt beim Fangen. Aber ich glaube, das war mehr eine Überreaktion von Nichtwissen. Mittlerweile war ich hier auf Koh Samui in der Schlangenfarm und konnte mir die Kobra Auge in Auge ansehen, in 1 Meter Entfernung. Und habe jetzt ein anderes Bild von dieser Schlange. Ich habe dann auch noch andere Schlangen gesehen. Ich werde mal den Film hier verlinken, der wird aber erst am Wochenende freigeschaltet. Ja, wenn man unwissend ist, trifft man manchmal auch eine schlechte Entscheidung. Und das war das mit den Nägeln. Ja, hier sieht man die Nägel, die ich dann mit einem herzhaften Hammerschlag rausgekloppt habe, weil von einem Zuschauer eine gute Idee gekommen ist, das Gleiche zu bewirken, also dass die Schlange nicht so ohne weiteres da raus kann. Und er sagte mir, wenn man da oben drauf auf diese glatten Oberfläche ein Moosgummi oder ein Gummi an sich drauf klebt, dann hat man den gleichen Zweck. Da ich das nicht zur Verfügung hatte, ist mir dann eingefallen, jeder hat ja in der Küche so ein Waschschwämmchen. Und ich hatte mal so einen Finger drauf getan und drauf gerieben und das war, das war nicht einfach, da drüber zu reiben. Ja, man schneidet das hier zum Beispiel mit einem Teppichmesser so aus. Und außerdem hat man dann auch beim Zuziehen eine Pufferung, dass man nicht sofort die volle Kraft ansetzen muss. Dann kommt dann da ein Doppelklebeband drauf, wo das Ganze dann fixiert wird auf diesen Abdeckstopfen. Ja, ich habe mal auch den Finger da reingetan, um das Ganze mal auszuprobieren und siehe da, man kommt also in der Horizontale gar nicht so da raus, man wird daran gehindert durch den Schaumstoff. Und so ist das eine milde Art, sage ich mal, eine Schlange dann auch festzuhalten, weil man ja auch verschiedene Kräfte ausüben muss, ob es eine große oder eine kleine ist. Ja, im Anschluss wurde das Ganze wieder eingebaut. Das hatte ich ja in dem Film gezeigt. Und hier war es wieder gut, dass die Abdeckkappe nicht festgeklebt war. Und siehe da, wunderbar kann man da auch die Schlinge rein und raus. Man sieht auch, wie es gepuffert wird, dass der Schlange also nichts passiert. Und dann habe ich gleich bei unserem Willi hier draußen, bei unserem Leguan, das mal ausprobiert. Das klappt ganz gut. Aber noch eine Sache ist noch offen. Wenn man jetzt die Schlinge zugezogen hat, dann hat man ja hinten, muss man ja Kraft ausüben, Zugkräfte ausüben an dem Mittelrohr, um die Schlange noch zu fixieren. Und da wünsche ich mir eigentlich noch eine gute Idee von euch, wie ich jetzt bei verschiedenen Durchmessern, ich weiß ja nicht, was ich ja gerade fange, also etwas ohne Arretierung, dass ich also die Hand lösen kann. Ich kann das Rohr an sich anfassen und irgendwo hingehen mit der Schlange, entweder in ein Waldstück oder viele haben dann auch gesagt, man kann sie ja auch in eine Tonne reinbringen, Deckel schnell drauf und dann kann man dementsprechend die irgendwo aussetzen. Aber hier nochmal, auch in dem Film Teil 3, wenn ihr die Möglichkeiten habt, einen Profi anzurufen, da solltet ihr euch die Nummer raussuchen. Ich habe die bei mir jetzt im Handy programmiert. Dann ruft die Jungs an, beobachtet die Schlange, wo sie ist. Wenn das nicht möglich ist, mit der langen Stange, nochmal, das ist eine Stange für draußen, also auf Distanz zu bleiben. Ich bin ja auch Anfänger, ich habe also eine Giftschlange noch nie gefangen. Oder wenn sie im Baum ist, um sie damit zu fangen und in einem sicheren Ort zu bringen für beide. So, das war es eigentlich.
Wie gesagt, in ein paar Tagen kommt der Film über über die Snake Farm in Samui. Sehr interessant. Da könnt ihr auch mal sehen, wie so eine Kobra reagiert. Und ich war sehr überrascht darüber. Okay, also vielen Dank für eure guten Ratschläge. Und ihr seht, auch die Zuschauer haben einen Einfluss auf das, was ich tue. Und ich muss sagen, Dankeschön, dass ihr mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht habt. Und wir sehen uns im nächsten Film. Tschüss!